Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Nicht in Venedig, sondern aus dem Spreewald. Wir haben einen Gast dabei, beziehungsweise sind wir Gast bei Marco. Und wir versuchen heute dicke Hechte im Spreewald zu fangen, in Deutschland. Und der heute den kleinsten Fisch fängt, muss eine Spezialität aus dem Spreewald essen, ne? Genau, ein Löffel schönen scharfen Meerrettich. Das ist nicht so nett, ne? Nee, das geht gut in die Nase. Genau, also viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Jetzt gehen wir in den Gas dahin, hopp. Noch mehr? Ab zum Spot. Als ob du das jeden Tag machen würdest. Profi. Bevor es aber losgeht, stellen wir euch Marco noch mal etwas genauer vor. Marco ist 35 Jahre alt und arbeitet als Lehrer. Der Familienvater angelt am liebsten auf Raubfische und hat schon ein paar beachtliche PBs vorzuweisen. 1,2 Meter Hecht, 44er Barsch und einen 71er Zander. Das ist gut, aber das geht besser. Mal gucken, ob wir einen davon heute toppen können. Marco, also ein dufter Kerl, einziges Manko, seine Lieblingsmethode beim Angeln ist das klassische Jiggen. Wer macht denn sowas? Naja, egal, wir legen mal los. Super bequem hier, Marco, auf deinem Kahn. Die entscheidende Frage, was kann man hier so erwarten? Ich weiß, es gibt Hechte, aber gibt es hier auch große Hechte? Ja, also wir haben auch teilweise sehr, sehr große Hechte hier drin. Also das heißt sehr groß, aber schon die Metermarke wird ab und zu mal geknackt. Auch dieses Jahr schon mehrfach. Ja. Mal schauen, ob wir die kriegen. Ich habe gehört, hier gibt es auch Welse. Ich würde sagen, wenn einer einen Wels fängt, dann der den fängt, der wird von euch eingeladen zum Essen. Auf jeden Fall von euch oder von mir. Natürlich, wer den immer fängt. Aber Challenge ist klar, ultrascharfer Spreewald-Meerrettich. Wer den kleinsten Hecht fängt. Ich hoffe, wir fangen überhaupt ein. So, ich fange relativ groß an. Go big or go home, weil nicht die Anzahl zählt heute, sondern der größte Hecht. Und deswegen Ghost in meiner Lieblingsfarbe. Womit fängst du an, Marco? Ich würde, glaube ich, einen Chatterbait, also Warrior ranlassen. Warrior fängt er. Mit dem Warrior. Ich auch. Schlägt uns hier mit unseren eigenen Mitteln wahrscheinlich. Genau. So, schön nah, kurzer Unterhandwurf, First Cast quasi. Ich bin gespannt, ey. Ich glaube ja, Becky hat ein bisschen bessere Taktik. Er hat einen kleineren Köder, aber wie schon gesagt, es geht nicht um kleine Hechte. Es geht darum, den größten heute zu fangen. Oder zumindest den zweitgrößten. Ist auch schon wieder sehr optimistisch. Vielleicht geht es überhaupt darum, überhaupt einen Hecht zu fangen, Becky. Ja. You never know. Erstmal müssen wir überhaupt einfangen, bevor wir dann daran denken können, die vielleicht ein bisschen von der Größe nach oben zu schrauben. Das Wasser ist wirklich sehr, sehr trüb. Ne? Das ist, vor 2 Wochen war es noch recht klar. Ja, hoffentlich ist das fürs Beißen nicht so schlecht. Mit der Trübung, dass das Beißverhalten so beeinflusst, habt ihr die Erfahrung gemacht, ja? Ja. Ich habe das erste gefangen. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich bin leider von der Messe etwas krank. Und immer wenn ich krank bin, performe ich leider nicht. Ne, Becky? Ausreden, alles nur Ausreden. Man muss auch mal verlieren können. Der Biber wildert hier ganz schön rum. Ja, soll ich mal die Zähne putzen? Ne? Ist nicht bis zum Ende gekommen. Hast du schon gute Zander gefangen? Das ist ganz selten mal. Also meistens sind sie teilweise untermaßig. Jetzt dieses Jahr war der größte 65. Oh ja. Aber es ist eher ein Hechtgewässer, muss man wirklich sagen. Normalerweise sehr klar. Und das mögen die Zander ja nicht ganz so sehr. Nee. Aber die Hechte dafür und deshalb ist der Hecht hier schon dominant. Gut, dass es jetzt trüb ist. Ja. Frage ich mich, wie das in 2 Wochen passieren konnte. Aber ja, vor 2 Wochen sah es noch deutlich anders aus. Man merkt schon, einfach wird's heute nicht. Zumindest beim Hechtangeln ist es selten gut, wenn ein klares Gewässer plötzlich stark eingetrübt ist. Aber als Angler findet man ja immer genügend Ausreden. Den einen oder anderen Fisch müssen wir heute fangen. Gibt es hier so einen absoluten Lieblingsspot, den du hast? Der vor uns zählt schon dazu. Nein. Was ist das? Wenn nicht, fahr mal ran mit der Spitze. Kommst du da irgendwie hin? Nee, ne? Mit der Spitze würde ich ranfahren. Dann kriegst du raus. Aber nee, den schönen Spot, ne? Sagt er einmal, guck mal, da habe ich neulich einen schönen drauf gehabt. Werfe ich rein, hänge ich. Aber so ein Twin darf man halt nicht wegschmeißen. Das heißt, wir fahren da jetzt rein und werden die Hechte verscheuchen. Vor allem, weil die Dinger in ganz Europa ausverkauft sind. Nicht mal mehr du hast welche. Nee, ich habe noch 3 oder 4 Stück und der Rest ist ausverkauft. Das ist aber Wahnsinn.
Das hängt gar nicht im Baum. Da ist kein Baum. Keine Ahnung, was das sein soll. Halt mal eine Route weg. Ich hab ihn. Rückwärts, rückwärts. Raus. Toll, Marco. Jetzt hast du hier den schönen Spot kaputt gemacht. Weißt du? Da kündigt er noch an, dass das der beste Spot ist. Und jetzt fährt Marco hier quer. Fährt da voll rein da. Alle Richtungen einmal drüber, Motor an. An so einer Steinplatte, oder? Nee, irgendwie im Boden einfach. Keine Ahnung. Mann, Marco, ey. Bringt uns hier zu Spots, wo nur Hänger sind. Oh, Ja, das war Absicht. Das hast du gleich davon, wenn du so frech bist. Oh, ich habe jetzt schon kalte Pfoten nach 10 Minuten Angeln. Finn. Kann ich die mal in den Hosentaschen stecken? Sind wieder warm? Kein Problem. Kannst du gerne auch woanders hinstecken. Das ist ein ganz normaler First-Cast-Vibe. Das ist der Maßstab. So, ich hole auch mal meine Route. Weißt du was? Ich wechsle den Köder. Es ist trüb. Trübes Wasser. Dunkle Köder vor allem. Ja. Ich bleib noch Twin und Ghost treu, aber trübes Wasser liebe ich, dunkle Köder. Marco, angelst du eigentlich auch mal oder chauffierst du uns hier nur rum? Ich bin hauptsächlich am fürs Starken da heute. Ja, aber nicht, dass du nachher den Spreewaldzeugs essen musst. Da ist er, die Farbe von unserem Romaine. Dunkel, aber ein paar Hechtsdots drauf. Eine meiner liebsten Farben, muss ich sagen. Hast du Einhängegewicht dabei, Becky? Ja. So, da geben wir Dustin mal ein Einhängegewicht. Weil der Wecki von Tackle Peak hat natürlich alles am Start. Was brauchst du? 5,2 Gramm, 7 Gramm, 8 Gramm? 8. 8 Gramm. Bitte. Auch noch passend zu deiner Köderfarbe in schön Green Pumpkin. Schau mal hier. Danke. Du angelst auf der linken Seite. Ist ja zu flach, sagt er gerade. Aber du darfst den ersten Wurf machen. Ach, werf. Wirf heißt das. Hier, der Lehrer steht da hinten. Muss ich auch noch den Imperativ beibringen. Was bist du denn für ein Lehrer? Weißt du, welche Fächer? Physik und WRT, also Wirtschaft, Arbeit, Technik. In welcher Schule ist das? Ist hier eine tatsächlich Spreewaldschule in Lümmen. Wir haben sogar eine Angel AG. Nee, aber es ist cool, es sind einige Schüler, die halt das Hobby halt schön finden und die man damit begeistern kann. Auch wenn man das dann halt im schulischen Kontext, sage ich mal, noch irgendwie integrieren kann, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache und wird auch gut wahrgenommen. Also Angler gibt es hier viele. So, fahren wir weiter. Ja, machen wir. Ich gehe jetzt wieder auf meinen Platz, Becky. Du sitzt hier, ne? Galionsfigur, kannst dich eigentlich nach vorne setzen. Erster Spot war nichts. Hat er uns hier hingebracht, wo keine Fische sind? Nee, aber die Bedingungen haben sich tatsächlich auch geändert. Als wir hergekommen sind, hat Marco gesagt, glasklar, ist jetzt sehr trüb. Ich hoffe, das wird die Hechte nicht daran hindern zu beißen. Aber wir haben auch gerade erst angefangen. Fahren wir mal ein paar Meter, fahren wir zum anderen Spot. Gucken, was da so geht. Guck mal, der Biber ist schon wieder, Junge. Ein richtiger Talahorn, der Biber. Knabbert alles an und bringt nichts zu Ende hier. Ich habe mir hier echt einen geilen Platz ausgesucht. Bin ich sehr happy mit meiner Platzwahl. Sitzt bequem, hab den Wind im Rücken. Herrlich. Jo, Marco hat einen. Becky, da hast du schon vorbeigeangelt. Ich catcher den mal trotzdem, trotz der Größe. Ne? Nicht wieder verlieren, mein Freund. Jawohl! Hey, Junge, der Erste. Herr Schneidert. Freunde, was gut ist, bis jetzt heißt Becky und ich müssen essen. Das stimmt. Der hat zwar noch nicht mal Maß, aber Nee. es ist der größte für heute. Petri, Marco. Petri, Dank. Der erste Fisch. Den werden wir jetzt schön mal präsentieren hier, ne? Oh ja. Wie einen großen machen wir das. Der Kleine. Auf den Warrior, oder was? Genau. Eieiei, vielleicht muss ich doch auf den Warrior wechseln. Kleiner. Kleiner, aber fein. Ja, der erste. Ist doch gut. Petri, mein Freund. Petri. Also, Marco legt einen vor, Becky. Das ist der Beweis. Es gibt hier anscheinend echt Hechte. Ja, und sie beißen, das ist auch gut. Und der Biber ist auch wieder am Start. Junge, der hat echt mehr alle Latten am Zaun, der Typ. Guck mal an, jeder Baum ist hier angefressen. Naja, auf jeden Fall gibt es hier Hechte. Sie sind fangbar und sie haben auf den Warrior gebissen. Das heißt, vielleicht soll ich auf den Warrior wechseln, Becky. Genau. Ich habe schon einen dran. Guck mal, und was hast du? Ist das M oder L? Genau, das ist jetzt der L. Na, größer L. Naja, ich bin ja nicht doof, ne? Guckt mal hierher. Mache ich mir mal auch ein L fertig, aber natürlich mit einem größeren Trailer. Marco hat die Nidel dran. Ich Ghost Junior in 6,5. Weckinger, nimm mal einen Kadama zur Seite, bitte. Papa kommt. Oh.
Es ist typisch. Wir angeln 5 Minuten, der Wecki macht schon wieder Pause. Ich trinke nur was. Naja, das muss man am Sitzen machen auch, das ist ganz wichtig. Und vor allem, du wolltest nach dem Trinken auch sofort wieder aufstehen und weiter angeln, oder? Wir stehen hier gerade echt geil. Finde ich. Weiß nur nichts. Du musst nur Fisch beißen, ja? So, Marco, damit kannst du Wecki nicht hinterm Ofen hier vorlocken. Nee. Nur weil wir geil stehen, da steht der noch lange nicht auf. Da muss schon mal ein Biss kommen, oder ein Fisch. Der nutzt uns als menschliche Bissanzeiger quasi. Ja. Ich bin auch zum Glück aus dem Alter raus, wo ich auf YouTube zeigen muss, dass ich viel fange. Warst du schon mal jeweils in dem Alter? Marco, ne, ich habe extra meine Rute mit vollkommen Fluorocarbon mitgenommen, weil ich dachte, es ist glasklar, es geht um diese kleinen Unterschiede. Und dann kommen wir hier hin. Ah, Ja, das war einfach ein praktischer Schnitzer von ja, mir. hat er sich gedacht, ich verunsichere den Gegner schon mal. Also Wecki, du machst jetzt mindestens schon eine halbe Stunde Pause. Nein, eine halbe Stunde nicht, aber ich hackle gerade einen Masterplan aus. Und der braucht Ruhe, ne? Der braucht Ruhe und Zeit. Mann ey, du hast Leben, ne? Und dann beißt's und dann kommt er wieder. Ja. Work smart, not hard. Wecki, hast du auch noch für mich so ein Powerade? Ja, ne? Normal ja. Für Markus natürlich nicht, oder? Nee, tatsächlich. Sehr nicht. gut. Markus hat es auch einfach nicht verdient. Der wollte gestern schon wieder. Nee, kann nicht so früh los. Vor allem haben wir eigentlich erst 6:30 Uhr hier gesagt, ne? Auf der Messe. Kann sich dran erinnern, ne? Nicht so richtig. Ja, doch. Kannst du dich ganz genau dran erinnern. Da hast du nur gedacht, ich ignoriere das mal. So. Gesund. Brückenbogen gesperrt, Durchfahrt verboten. Sehr gut. Auf der linken Seite. Da steht der Pfeil, steht aber nach rechts. Na, das ist der Fall, wo du langfahren sollst. Ach so. Oh, das ist aber auch. Also ich hätte gedacht, ich würde jetzt links fahren. Also ich würde jetzt das so erkennen, dass wir rechts langfahren muss. Also auf der Seite her. Ich hätte es andersrum gedacht, aber du hast recht wahrscheinlich. Schreibt mal in die Kommentare. Haben wir jetzt was Illegales gemacht? Oh, Scheiße, da ist er! Ein großer war das. Das war ein großer. Mist. Oh nein! Das war ein richtig schöner Hecht. Nehmen wir drauf. Nein! Oh, das ist schon wieder. Der war hinterher. Der will noch. Nein! Oh, das wäre mein Meerrettich-Dings gewesen. Da war sie. Meine Chance, dem scharfen Meerrettich zu umgehen. Naja, vielleicht kommt ja noch ein Hecht. Die Fische scheinen auf jeden Fall gerade aktiv zu sein. Oh, der war drauf. Der wird einen Cut hinterlassen haben. Oh, vor allem hat er mehrfach gebissen, ne? Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ja, hier. Katz drauf. Ja. Mann, ey, scheiße. Was soll der Mist? Aber bis jetzt 2 Kontakte auf Chatterbait. Ja, vor allem hat er zweimal gebissen, der Talerhund. Ah, die haben auf jeden Fall, sind auf jeden Fall aktiv scheinbar. Oh Mann, ärgerlich, das wäre so gut gewesen. Oh, jetzt fängt er. Bringt jemand einen Kescher? Kescher? Geil. Kein großer, aber ist ein Hecht. Und der wollte ihn richtig. Jawohl! Yes! Oh, die haben Bock, Alter. Guter Biss. Ich habe ja ganz komplett durchgängig Fluorocarbon hier drauf. Und der Warrior. Mit einem Ghost als Trailer, mit einem 6,5er Ghost. Oh, der zweite Fisch in kürzester Zeit. Marco, danke fürs Keschern. Sehr gerne. Sehr gerne. Petri. Dank. Oh, schönes Tier. Oh, wunderschöner Fisch. Oh, wirklich, wirklich. Auch gar nicht. Also schön massiv. Oh, da ist er. Oh. Schöner Hecht, oder Marco? Perfekt. Richtig Schöner schönes Ding. Spreewaldhecht. Schön dick. Schöner, dicker, deutscher Spreewaldhecht.
So, da sieht man, da ist vorne unser Warrior dran. Mit einem 6,5er Ghost Trailer. So, dann gucken wir mal ganz schnell, wie lang der Gute ist. Habe ich nicht gerade 75 gesagt? 76. 76. Wunderschöner Fisch. Ich bin mega happy. Jawohl. Wie viel das denn? Und auch schöne Vielen Größe. Dank. Bitte? Schöne Größe schon mal. Oh, vor allem, ich dachte schon, Mist, jetzt habe ich den ersten verballert. Aber ich muss sagen, ne, viele unterschätzen das. Sommermethoden im Winter funktioniert echt immer gut. Hier der Warrior, wir haben es mit dem Spinnerbait schon oft mit unserem Mace Runner bewiesen. Der Warrior L, 21 Gramm mit einem Ghost, 6,5 Inch als Trailer. Geile Waffe für Hecht. Der zweite Hecht ist im Boot und somit rutsche ich jetzt leider auf den letzten Platz und bin aktuell der später den Meerrettich essen muss. Aber das ändere ich jetzt noch. Ich habe mir ja gerade eben nach langer Überlegung im Sitzen dann einen Venom montiert. Aber jetzt denke ich gerade, oder jetzt überlege ich gerade schon wieder, vielleicht auch auf den Warrior zu wechseln. Wir haben jetzt insgesamt 3 Attacken auf den Warrior gehabt. Oh, schauen wir mal. Irgendwie muss ich auch noch einen Hecht fangen. Das Gute ist, dass der Hecht von Marco echt klein ist. Und mit ein bisschen Glück kann ich den noch toppen. Zu Markus Entschuldigung muss man dazu sagen, dass er sich wirklich voll aufs Guiding konzentriert und deutlich weniger angelt als wir. Der perfekte Gastgeber eben. Den ersten Wurf am Spot überlässt er immer uns. Ich bin ja hier angereist mit Fluorocarbon durchgängig FC2 von Stroft, weil Marco meinte, es ist glasklar und ich dachte, ey, damit habe ich den Vorteil hier. Hat gut geklappt, muss ich sagen. Geile Schnur. Und übrigens, das ist unsere neue NXT 199 € Route. Super geil. Bis 60 Gramm Wurfgewicht. Daran fische ich den L. Jetzt bin ich richtig guter Dinge, weil 2 Attacken in kürzester Zeit die Fische beißen. Ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch, weil das Wasser so trüb ist im Vergleich zu sonst. Aber die Fische scheinen trotzdem Bock zu haben. So, Becky, dein Platz ist wieder frei. Wenn du willst, setz dich hin. Ja, jetzt stehe ich leider unter Druck. Ja. Wollen wir mal erstmal hinter die Schleuse fahren? Beziehungsweise an einer Stelle können wir vorher noch mal anhalten. Die ist noch ziemlich gut, das ist die tiefste Stelle hier. Mach mal. Becky freut sich, dass Pause ist. So, ich mache mir hier nochmal. Das ist der Warrior L, 21 Gramm. Mach ich nochmal schnell rauf. Ne, wie immer hier bei uns die Spirale. Das gibt es bei anderen nicht. Und die andere Besonderheit unseres Warriors ist der Solid Ring, den ihr hier seht. Ihr habt also keinen nervigen Doppelwirbel. Könnt euren Wirbel direkt hier reinhängen. Das ist eine sehr gute Sache, finde ich. Und dann drehe ich hier einfach den Köder rauf. Der kann freier spielen. Der hält besser. Optimale Sache. Was ihr machen solltet, ist hier noch einen Trailer-Hook von BKK drauf machen. Einfach rüberschieben. Und dann seid ihr good to go. Ja, richtig schön hier im Spreewald. Habe ich gar nicht gewusst, dass die Landschaft hier so toll ist. Und der Marco kutschiert uns hier schön durch die tolle Landschaft. Herrlich. Ja, im Sommer wäre das, glaube ich, hier noch schöner alles. Aber auch selbst im Winter, finde ich, richtig schönes Örtchen hier. 7,5 Meter weg. 7,5? Können wir auch mit dem Chatterbait jiggen, oder? Da ist auch Hänger gefahren, ne, an der Stelle da vorne. Da ist da auf dem Äste drin. Ja, ich gebe mein Bestes nicht mehr. Wenn dir einer so direkt vor der Latichte steht. Jetzt bin ich wieder dran schuld. Herrlich. Ja, wäre eh geiler, wenn du ein Stück einen Schritt nach hinten gehst. Ja, Weil du wirfst ja hier so über rechts, ne? Den Ast siehst du schon, ne? Wo du jetzt rüber ziehst. Nee, welchen? Den, in dem du hängst. Nee, den habe ich nicht gesehen. Jetzt habe ich auch noch. Sag doch grad den Ast, siehst du Ja, schon, den geil. Ach, scheiße. mit so kalten Pfoten so neu montieren ist auch eklig. Weil es so die Durchschnittsgröße hier. Das ist schwierig. Durchschnitt 60, 60, 65 so. Ja? Aber du fängst halt auch viele kleine Untermaße, die den Durchschnitt da unten treiben. Ne? Aber manchmal hast du halt richtig große dabei. Das heißt, meiner war jetzt schon mal über Durchschnitt. Ja, würde ich schon sagen, ja. Habt ihr gehört? Der war über Durchschnitt. Mein 76er. Da freue ich mich schon mal. Meiner ist auch überdurchschnittlich lang. Steht das auch in deinem Tinder-Profil?
Nee. Ich rede ja hier von Hechten. Mal weiterfahren? Ja. Gut, dann fahren wir mal durch die Schleuse durch und dann in den anderen Bereich. Nie am E-Start sparen. Das ist ganz wichtig bei großen Motoren oder größeren Motoren. Ah, so, jetzt ab zum nächsten Spot. Ein bisschen Aktion hatten wir ja tatsächlich schon. Nicht schlecht. Ich bin gespannt. Jetzt sollen wir ins richtige Naturreservoir quasi kommen. Überhängende Bäume. Das mag ich. Find's geil. Genau, Selbstbedienungsschleuse. Mit Kurbel? Ja. Was ist denn das hier, Alter? Das ist ja Also- noch nicht im Mittelalter. Becky, jetzt hör auf so rumzuheulen. Bewegst dich wenigstens mal heute. Daheim musst du einfach auf den Knopf drücken an der Schleuse. Die eine ist nur kaputt, da kannst du die Zugstange nehmen. Einer ist kaputt, Becky. Genau, da kannst du ziehen dran, da funktioniert die Kurbel nicht mehr. Da lobe ich mir meinen Bayern. Da Wie muss geht das? hier nichts mit der Hand machen. Soll ich dir helfen, Becky? Nö. Ist nicht so schwer? Also schon übel schwer, aber ich bin auch übelst Du bist ja stark. übelst krank, übelste Maschine, Junge. Das ist mal ein Kahn, wa? Schön lange Ding. Jetzt machst du die Luke nämlich im Tor dann zu mit diesem Hochkurbel und dann unten einfach wieder die Luke aufmachen. Bis es oben ist, Genau, so wie beim anderen. das dauert ja Jahrhunderte. Aber wir heben gleich ab, so schnell wie die Kurbel, Becky. Müsste gleich funktionieren, ja, Moment noch. Krank stark bin ich. Ja, man hört schon eine Maschine, Junge. Becky. Schon mal so eine? Sieht auch sehr einfach aus, was du da machst. Ja, weil mein Arm so stark ist. Ich glaube, das ist ja da drüben Ist so ein richtig Ersatzteil. mit Manneskraft aufgezogen. Du hast ja hier mit sämtlichen Übersetzungen, das ist ja echt easy, glaube ich. Natürlich, Becky, natürlich. Guck mal, Reines so Stück. sieht es bei mir morgens auch immer aus, wenn ich aufstehe. So ungefähr der gleiche Strahl. Hast du. Ich komme euch unten dann wieder abholen. Kann ich hier reinspringen jetzt? Kannst probieren. Na los. Mal kurz hier. Oh, sind meine Hände kalt. Kannst kurz ein bisschen Pipi rüberlaufen lassen. Ja. Dann ist es schön warm, aber nicht lange. Oh, der Lörres zieht sich gleich zusammen, Alter. Kälte. So. Das jetzt wieder alles zuzukriegen, das ist nervig. Ach, danke fürs Warten. Ja, okay, Problem. Komm rein, Markus. Rein in die Judestube. Oh, guck mal, was da sitzt. Da sitzt ein fetter Biber, Alter. Das ist ein Nutria. Das ist ein Nutria, stimmt, der hat einen kleinen Schwanz. Ja, Becky wollte unbedingt Pause machen, der ist fertig. Das stimmt nicht. Wir müssen jetzt was essen. Jetzt wird's wieder auf mich geschoben. Ich fange jetzt erstmal den Nutria. Die haben so ganz gelbe, orangene Zähne, ne? Genau, richtig. Ich glaube, die können auch beißen, oder? Ja. Der hat gerade geknurrt. Der hat geknurrt, der Becky hat geknurrt. Mann, jetzt ist er weg. Tschüssi. Das Wichtigste haben wir auch dabei. Was so zum Spreewald dazugehört. Ne? Schöne Gurken. Jawohl. Oh, hat das alles Annelie gemacht? Ja. Oh, Richtig Junge. Mühe gegeben. Ja, die hat gesagt, nur für Becky und mich und dich. Und Markus ist ja Tradition bei uns, der kriegt nichts. Würstchen. Pizza, Brötchen. Jetzt hast du mal vorher gesagt, hätten wir uns gar nichts mehr mitgebracht. Und echte Spreewaldgurken. Komm, Becky, wir probieren. Hast du schon mal eine Spreewaldgurke gegessen? Ja, Becky? natürlich. Sag mal, ob die hier jetzt besser schmecken von Marco. Nimm dir eine, bitte. Oh, der Geruch schon, der erinnert mich an Kindheit, muss ich sagen. Sehr gut. Man muss schon sagen, Natur ist hier schon echt sensationell. Kann man schon Definitiv. entspannen hier. Auf jeden Fall. Tut gut, jetzt nach so einer Messe und alles Ja. nur unter Leuten gewesen, nur in der Großstadt. Ja. Und jetzt einfach mal wieder mal einen schönen Tag hier in der Natur. Also Isst du das letzte Stück eigentlich mit von der Spreewaldgurke? Schmeißt du auch weg? Machst du das auch? Nee, die esse ich mal mit. Ja. Alles, ja, Echte Spreewälder essen es mit. volles Programm. Kann man auch mal wegpacken und auch was essen. Nicht, dass die Leute wieder, der Arme kann man mal, quält die nicht so. Das ist schon krass, wie viele Kommentare wir bekommen haben. Die haben sich richtig Sorgen gemacht um Markus, dass er Ja. nichts zu essen bekommt bei uns. Ja, der am meisten Pause macht und isst. Na, obwohl, nee. Also weg ist dabei, das geht ja nicht. Aber ist schon mal anstrengend mit uns, ne? So. Ich gehe mit meinem Rotkäppchen-Körbchen. Gehe jetzt ins Brot und dann. Du so, wolltest du noch was essen von deinem Essen? Ist gut. Für später vielleicht noch. Gleich gespuckt. Ja? Bevor der böse Wolf kommt. Gibt es hier übrigens im Spreewald auch mittlerweile. Boah, die Gurken waren echt lecker. Aber der Rest auch.
Aber die Gurken. Die Gurken ist das Einzige, was Annelie nicht gemacht hat. Komm, Geht es oder muss ich hinterkommen? festhalten! Du fettes Vieh, du musst schon mal hierher kommen. Ah, geht. Schafft er. Ich habe jetzt gerade in der Pause schon so eine Löffelspitze davon probiert, von dem Meerrettich. Und ich muss sagen, ich habe den ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen sanfter. Aber der hat mir die Zunge schon ganz schön weggebrannt. Ein ganzer Löffel davon muss eigentlich jetzt nicht sein. Aber bis jetzt sieht es noch schlecht aus für mich. Ich hatte einen Nachläufer, aber der war auch echt nicht groß. Und der hat sich den Köder auch nur angeschaut. Aber wir haben zum Glück noch 2-3 Stunden. Einer bleibt vielleicht noch hängen. Ja, Becky sagt es. So richtig groß war unsere Ausbeute bis jetzt noch nicht. Auch wenn die Natur und die Gastfreundschaft von Marco natürlich für einiges entschädigt, wäre es schon schön, noch wenigstens einen Fisch auf die Schuppen legen zu können. Ich werde jetzt nochmal auf den Warrior wechseln. Mit dem Ghost Junior hinten drauf. Vielleicht mögen sie eher die kleinen Köder. Fischer! Ui, der Kescher ist bei dir. Oh, Becky, das könnte der größte sein, oder? Ich sehe schon den Löffel Meerrettich. Oh, ist das ein fetter Alter. Alter, ist der riesig. Alter, ist ein Also 80. riesig ist der nicht, aber Das könnte ein 80er Zander sein. Nee. Ah, geil. Aber ein geiler Fisch, Alter. Hammer. Vor allem das Gute ist, Fange ich das ganze Jahr nicht. haben wir Hecht gesagt am Anfang? Ja, ne? Mir egal. Wenn ich heute Meerrettich essen muss, ist mir das egal. Haben die auch kamen, wa? Ich bin happy. Und vor allem, der kam zweimal. Ich hab die Route so abgelegt hier auf dem Stuhl. Und, auf einmal ein hat so, typischer Wikinger wieder. und hab eingekurbelt, auf einmal hat so gerüttelt. Ich so, konnte ich da nur hängen bleiben? Nee, war ein Geil. Fisch. Und dann boom. Richtig So. geil. Aber krasser Fisch, ey. Krasser Wir haben Fisch. vorhin noch drüber geredet, ne? Jetzt dieses Jahr war der Größe 65. Hier unser Warrior in Größe L mit einem 5-Inch Ghost Junior. Und jetzt schaut euch diesen brutalen Fisch an. Aus dem Spreewald, Dicker. Das ist mal ein Spreewaldzander, hä? Oh, der könnte doch. Alter Ja, Schwede. ich sag 75. Ich aber glaube, der hat massiv. ein bisschen mehr sogar. Und diese Ja? Farbe. Der absolute Wahnsinn, was Becky da rausgekloppt hat. Marco angelt seit über 30 Jahren im Spreewald und konnte bisher keinen Zander in dieser Größe fangen. Das zeigt, wie außergewöhnlich und besonders dieser Fang ist. Ja, Dustin hat ganz gut geschätzt. Wir sind bei 77, 78, 77. Aber Wunderschöner Fisch. unglaublich schöner und auch massiver Zander hier aus dem Spreewald. Ich würde sagen, Marco, der Angeltag hat sich schon mehr als nur gelohnt, oder? So Geil. ein herrlicher Fisch. Hammer, Hammer. Geil. Mein erster Fisch auf die Kombi vom Warrior und Ghost Junior. Geil. Petri, Petri, Dank. geiles Tier, Alter. Und auch mal dahinter Petri. zu unserem Petri. Gastgeber, Marco. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Oh, ich bin happy. Ja, ich auch. Mega. Vor allem geil, wieder mal gezeigt. Wintermethoden, Sommermethoden im Winter der Warrior. Ne? Chatterbait. Geil. Ja, der Kollege an der Nace One, 50 Gramm. Eine meiner Lieblingshechtrouten. Hat aber jetzt auch gut für den Zander funktioniert. Petri, wirklich, Petri. Ich habe so einen Zander hier noch nie beim Spinnangeln gesehen. Ja. Also bei Fischchen wurde habe ich schon gesehen, wurde letztens halt ein großer gefangen über 80. Aber sowas der war halt auch wirklich sehr gut genährt. der Ja, und Spinnrute sehr schön. Kein Makel, ne? selber noch nie hingekriegt hier. Also Becky kam jetzt hierher und hat einen größeren Zander gefangen. Als ich in 10 Jahren Spinnrute gehe. Scheiße. Also mein Spray-PB, der ist weitaus niedriger. Ja. Ja gut. Ja, so ist das. Das heißt, das zeigt mir, es ist möglich. Man muss natürlich auch dazu sagen, du hattest in den letzten 10 Jahren auch kein Warrior. Ne? Also unfair ja auch ein bisschen. Ja, stimmt, das wird sich jetzt alles ändern. Da wird jetzt in der nächsten Saison knallen. Jetzt bist du gut ausgestattet mit Warriors. Genau. Ah, geil. Das freut mich sehr, Becky. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde sagen, Päuschen? weil der Fisch so schön war, machen wir
wer den kleinsten insgesamt fängt. Oder wer den kleinsten hat. Da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen hier auf dem Boot. Ich auch nicht. Es muss was Großes kommen. Also mindestens, wie viel Zentimeter? 76,5. Ah, ich denke, da geht noch was. Aber ist möglich. So, der Plan ist, wir haben jetzt hier geangelt, kein Biss. Und auch unser Guide Marco hat gesagt, er hat oben auch ein besseres Gefühl, da wo ich die 2 Fische drauf hatte, also einen gefangen, einen verloren. Da fahren wir jetzt hin. Kostet uns bestimmt eine halbe Stunde, oder? Denke. Gut, also Abmarsch. Warte. Warte mal weg. Warte. Zieh ran, warte. Okay. Man macht doch die Dings nicht so dreckig. Bah. Den ganzen Modder im Gesicht. Das Gesicht, Junge. Das läuft. Wie schnell das geht, ne? Hast du nicht gesagt, das ist super schwer, das ist super easy, Becky? Das ist richtig schwer, gell? Ja, Junge, kann man nur, wenn man richtig viel Kraft hat. So. This is Sparta! Und wieder hinsetzen, weiter geht's. Die wilde Fahrt. Oh, endlich sitzen, Becky, wa? Endlich wieder sitzen. Guck mal, wie er lacht. Junge, da ist die richtige Tinderfrau, sei ehrlich. Ne, Instagram. Ja, das Lachen habe ich gesehen, das war auf jeden Fall eine Frau. Wenn du mit mir schreibst, lachst du mit Sicherheit nicht so. Nee, Ja. vermutlich nicht. Wie er sich, wie so richtig verliebt ist, süßes Lachen. Becky, Junge, verliebt? Ich kenne die noch gar nicht. Aber bald. Vielleicht? Girlfriend-Potenzial? Wifey? Weiß ich Potential? Weiß ich nicht. Zeig dann einmal den Chatverlauf kurz. Profil, wir blenden es ein. Wie ist das Profilname? Ich weiß nicht, Julia noch irgendwas. Julia? Ja. Julia noch irgendwas. Im Winter sind die Angeltage echt immer kurz. Jetzt fahren wir tatsächlich schon zu unserem letzten Spot, wo ich heute Morgen die 2 Fische hatte, also den einen verloren, den einen gefangen habe. Ich hoffe, dass wir dann auch empfangen und wenn nicht, war es trotzdem ein saugeiler Angeltag. Wunderschöne Natur und echt, ich meine, die Hechte waren jetzt keine Riesen, aber der Zander von Becky war schon echt ein Traum. Also gucken wir mal, was da noch geht und dann freue ich mich auf die Bestrafung, weil bis jetzt sieht es so aus, dass Kollege Schnürschuh was essen muss. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass wir überhaupt was gefangen haben. Also, da kann man schon mal die Augen zumachen. Der Becky, das kann er. Also wenn er eins kann, schlafen, das kann er gut. Überall, egal wo er ist. Becky, Kannst du mir eine Route mal geben? welche ist das? Die Nace One. Becky. Guter Schuss. Müssen wir ranfahren, kriegst du raus. Krieg den, glaube ich, raus. Richtiger Weggänger zum Schluss nochmal. So, das war der letzte Wurf. Bedanken wir uns später noch bei Marco. War echt ein wunderschöner Tag. Jetzt geht's erstmal zurück. Und dann machen wir mal das Meerrettichglas auf, würde ich sagen. Genau. Ach, herrlich. Lecker, lecker. Herrlich. Herrlichst. Eine Challenge, wo ich mal nicht bestraft werde. Das gibt's auch selten, gell? Aber ich glaube auch, weil wir die Regeln ein bisschen ausgedehnt haben. Weil Meinst du? eigentlich, Ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben am Anfang. ich glaube, es ging aufs Hecht und wir haben gesagt, der den kleinsten Hecht fängt. Ich weiß es nicht. Wir können es nachgucken. Wir können es nachgucken. Wir gucken es nach. Wir gucken es nach. Wir gucken es nach. Alles klar, wir gucken es nach. Wir gucken es nach. Gucken wir es nach? Wir gucken es nach. Alles klar. Aber Challenge ist klar. Ultrascharfer Spreewald-Meerrettich. Wer den kleinsten Hecht fängt. Markus hat es gerade gecheckt. Es wurde gesagt, die Hechte zählen. Das heißt, Becky hat zwar einen wunderschönen Fisch gefangen, muss ich echt sagen, eigentlich der schönste Fisch des Trips, aber es hilft ihm nichts. Er muss trotzdem leider einen Löffel Wasabi essen. Wasabi sage ich schon. Meerrettich. Und du bist durch und ich bin durch. Theoretisch ja. Was heißt theoretisch? Naja, mit so einem kleinen Hecht gegen so einen Zander zu verlieren. Willst du jetzt auch gewinnen. essen?
Ich würde mich beteiligen, ja. Ich esse auch Ah, Löffel. guck mal, so einer ist er. Fair. Na gut, dann essen alle drei. Also Markus, Marco und Becky. Und ich nehme die Kamera und filme. Bis gleich. So, bevor wir jetzt zum Finale kommen, unbedingt das Video liken, ganz wichtig. Ne, am besten auch kommentieren und abonnieren sowieso. Weißt du, da fange ich schon so einen schönen Zander. Und jetzt wird dann extra nochmal im Nachhinein dann... Ich würde am liebsten noch mal einblenden, wie du gesagt hast. Ist mir egal. Wenn ich heute Mir egal. Wenn ich heute Meerrettich essen muss, ist mir das egal. Ja, da war ich noch voller Adrenalin und alles. Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Da habe ich auch ernst genommen. 1, 2, 3 und los. Aber nicht nur runterschlucken, auch kauen. Richtig schön auf rumkauen. Es kommt so ein bisschen verzögert. Oh. Das ist wie beim Wasabi. Das zieht so hoch ins Gehirn. Ja, genau. Welches Gehirn. Oh. Oh. So, jetzt tauschen wir kurz die Kamera. Das ist dein Der Löffel. liebe Markus muss auch noch, weil er die Nicht. letzte Bestrafung nicht durchgezogen hat. Ja. Aber Becky, du machst bitte ihm die Portion, ja? Weil ich kenne den Markus, das Tipps. Da war schon anständig eine Hobel drauf. Ja, komm. Ja, das schafft er schon. Ja, das ist ja easy, der ist ja hinten nicht mehr voll. Markus. Dann musst du es kauen. Das ist Du musst das schon schauen. Jetzt tu nicht so. Ich glaube, der hat schon runtergeschluckt. Oh. Machen wir A? Geht. Was denn? Also, nächstes Mal brauchen wir wieder bessere Bestrafung. Ja, das nächste Mal brauchen wir was Härteres für dich. Jetzt zieht's hoch. Liken, kommentieren, abonnieren. Genau. Bis Tschüssi. dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Marco. Tschüssi. Tschüssi.